Oh! Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier auf einer Insel mitten in Europa und hier soll es tatsächlich ein riesiges militärisches unterirdisches Kraftwerk geben. Es handelt sich hierbei um eine ganz besondere Location. Sie stammt aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und sie ist weltweit einzigartig. Es gibt hier nämlich unberührte, original erhaltene, seltene Maschinen drinnen. Also das wird eine wirkliche Zeitreise, aber es soll nicht leicht sein, da rein zu gelangen. Wir haben nämlich im Internet sehr wenig Informationen dazu gefunden, aber ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf die Suche nach einem Eingang. In dem Sinne, los geht's, Leute. So Leute, wir haben einen ungefähren Standard von der Location und haben tatsächlich über Google Maps schon sowas wie Lüftungsschächte von oben spotten können. Also unsere Hoffnung ist, dass wir vielleicht irgendwie über die in diese Fabrik reingelangen. Leider haben wir sonst überhaupt keine Info von Eingängen. Also Daumen drücken, dass es jetzt irgendwie klappt. Komplettes Dickicht hier, alles zugewachsen. Und hier unter unseren Füßen sollen sich tatsächlich jetzt riesige Produktionshallen befinden. Wir sind ziemlich nah, ungefähr 100 Meter in der Richtung sind jetzt die Lüftungsschächte. Aber ich glaube, wir müssen erstmal über den Zaun da drüben. Uiuiui. Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich das Gelände, wo sich diese Schächte befinden sollen. Ja, das Ding ist, da ist auch eine riesige Baustelle. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja. Ein Fußballfeld. Das da hinten sieht wie ein Schacht aus. Oh. Siehst du das? Ja, das ist ein Lüftungsschacht. Also das ist schon mal gut. Hier könnt ihr tatsächlich reingehen. Da ist die Frage, ob das jetzt echt der Schacht ist, Bro. Ist auf jeden Fall nicht so leicht darauf zu kommen, aber irgendwie müssen wir es herausfinden. Da fehlen auf jeden Fall überall Steine. Dadurch sind diese Aussparungen die perfekten Griffe, um da drauf zu klettern. Nur ist das Ding ziemlich weit oben und deshalb mit der Feder einfach eine Räuberleiter machen und dann sollte das klappen, oder? Komm, rein in die menschliche. Ja. Gut. Geht so? Ja. Okay, das hat nicht geklappt. Du warst überkreuzt auf mir, oder? Komm, Versuch Nummer 2. Okay, warte, ich muss mich verbrauchen. Jetzt auf die Hand, geht? Ja. Okay, warte. Okay. Ja. Yes. Nein. Oh. Ich bin oben. Das war schwieriger als gedacht, hier rauf zu klettern. Aber das sieht gut aus. Oh mein Gott. Bro, das ist ein Schacht. Alter, wie tief ist das? Das Ding ist komplett vergittert. Und hier geht es aber einige Meter mehr runter als erwartet. Ich sehe da nicht mal ein Ende. Da ist kein Boden in Sicht. Und noch komplett vergittert das Ding. Oh. Also ich glaube, den Weg können wir vergessen. Bro, das ist viel zu tief. Ich sehe da nicht mal einen Boden. Aber das ist hier eindeutig ein Lüftungsschacht, der mit dieser Anlage zu tun hat. Und es muss hier auf jeden Fall noch mehrere geben, aber der ist es auf jeden Fall mal nicht. Also ja, irgendwie jetzt heil wieder runterkommen. Oh! Alter, das war mal eine wilde Action, dich darauf zu bekommen. Der Schacht ist massivst. Okay. Wo ein Schacht ist, da ist der zweite nicht weit. Wo ein Wille, da ein Weg. Weiter geht's. Weiter geht's. Boah. Schaut euch das an, hier blickt man jetzt wirklich direkt auf den Hafen und da kann man schön erkennen, dass wir uns gerade eigentlich auf einem riesigen Hügel befinden. Genau unter diesem Hügel hier soll jetzt eben das Kraftwerk liegen. Boah, das ist schon eine wilde Szenerie hier. Wir müssen hier eigentlich Lüftungsschächte finden, die weiter unten sind, Bro, weil da reicht unsere Seillänge nicht aus für die Höhe. Ja.
Und da sind direkt die nächsten 2 Lüftungsschächte. Die sind genauso hoch wie der vorige. Also ich glaube, die können wir uns ersparen. Da wird es wahrscheinlich wieder so tief runtergehen. Aber da sieht man schon, wie fett das da unten sein muss, wenn da überall Lüftungsschächte sind. Da ist direkt die nächste Lüftung. Und da oben ist auf jeden Fall offen. Da ist direkt eine Kamera. Also wir müssen ja wieder in den Undercover-Modus. Zugemacht. Da geht's nicht mehr weiter. Das war safe mal ein Eingang. Ja, ja. Weil hier ist wirklich alles noch alt. Da muss es mal reingegangen sein. Ah, komm. Hilft nichts. Wieder zurück und weiter suchen. Ich habe das Gefühl, das wird eine lange Nacht. Ja, wir müssen weiter runter auf jeden Fall. Da hinten sind wieder 2 Lüftungsschächte, oder? Ja. Und die sind deutlich weiter unten. Und da ist er. Wir hoffen, dass es da jetzt reingeht. Boah. Das schaut aber schmal aus. Okay. Das sieht aber gut aus. Ich sehe da den Boden. Bro, das sind maximal 20 Meter, die es da runter geht. Der Climb ist auf jeden Fall wild. Aber das ist es. Sieht richtig interessant aus, weil sich da unten die Struktur komplett verändert. Also das Ding ist ja nicht mehr gemauert, sondern das sieht wirklich aus, als wäre das so eine Art Stollengang oder so, der da weiterführt. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es vielleicht so ein Gang ist. Oh mein Gott. Der ist direkt auf dich drauf, der Gecko. Da war gerade ein Gecko auf meinem Fuß. Während ich hier schön am Abgrund chill. Ich glaube, das war ein Zeichen, Jung. Seil ranmachen und dann aber Abstieg. Ja, ja, der Gecko will, dass wir da runterkommen. Oh. 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 Yes. Ach komm, kurzer Prozess. Abstieg. Halftime. Halftime, Jung. Komm! Fast da unten her. Oh. Fedo, da geht's um die Ecke. Das sieht wie ein Stollen oder so aus. Und wenn ich mir das nicht komplett einbilde, rieche ich da auch Maschinenöl. Alter, das sieht gut aus. Vielleicht ist das hier schon ein Jackpot. Yes. Yes. Oh, da geht's auf jeden Fall entlang. Das sieht mir fast wie eine Sackgasse aus. Alter, das kann doch nicht sein, wenn es hier jetzt nicht weitergeht. Sieh das an. Das sieht aber wie so eine Art Röhre aus. Da geht's runter. Und da kommt Luft aus. Fedo, Ja? da geht's rein. Wie scary sieht das bitte aus? Man sieht da unten eindeutig Metallteile. Das sieht aus wie eine Maschine oder so. Das ist 100% das Kraftwerk. Aber wie sollen wir da runter? Es sind hier auf jeden Fall nochmal 15 Meter. Und ich sehe da nichts, wo man das Seil festmachen kann. Da ist wirklich nur loses Gestein. Und drunter klettern kann man da nicht. So kurz vorm Ziel. Und es scheint aber so, als wäre jetzt Endstation. Ah! Und die Seillänge hier, die reicht sowieso nicht aus. Bro, da wird's reingehen. Ja? Aber das sind nochmal 15 Meter. Alter Schwede. Komm rauf mit dir und weitersuchen. Oh ja, das ist anstrengend. Oh. Knapp dran, aber das ist ja noch nicht. Ich konnte tatsächlich einen Teil von der Maschine sehen, ja.
Alter, da müssen wir jetzt rein. Jetzt hier in der Nähe noch ausschwärmen, vielleicht finden wir noch einen anderen Eingang. Ja, komm, da haben wir drücken. Ja. Los geht's. Okay, das sieht wie ein Belüftungshaus. Alter, da ist aber jetzt ein Eingang. Das ist eindeutig ein Belüftungshaus. Boah, alter Scholli. Das sieht gut aus, schau dir das an. Da geht's doch eindeutig rein. Das führt auch direkt in den Face rein, wo die ganzen Lüftungsschächte waren. Ja. Boah, komm, los geht's. Alter Schwede. Boah. Bist du deppert? Was ist das für ein Riesenraum? Fedo, ich glaube, das ist es. Ja. Schau dir das an. Es kann echt sein, dass es die erste Halle vom Kraftwerk ist, die vielleicht hier als Lagerstätte vom Hafen zwischen genutzt wird. Da müssen wir irgendwie runter und dann sind wir drinnen. Hier führt auf jeden Fall so ein Stahlträger entlang. Er liegt hier auf diesen Betonsockeln auf. Das sieht stabil aus. Gleich mal entlang spazieren hier. Schön nach hinten und das sieht aus wie so ein Deckenkran. Auf der rechten Seite ist auf jeden Fall eine Leiter. Schön vorsichtig da jetzt hin. Und da ist er, der Kran. Oh. Oh. Und wir sind unten. Oh, das war ja krank. Gott sei Dank. Das muss es sein. Das sind riesige Hallen. Wir befinden uns jetzt wirklich mitten in dem Hügel drin. Wir haben, glaube ich, wirklich jetzt 4-5 Stunden gebraucht, um den Eingang hier zu finden. Aber jetzt sind wir wirklich drinnen. Ja. Alter, jetzt kriegt man aber Bock, direkt das Ding hier wegexploren. Aber bevor wir hier jetzt gleich loslegen, müssen wir noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Vom Safety-Team auferlegt, da hier tatsächlich zwischenzeitlich große Mengen Asbest gelagert worden sein sollen. In dem Sinne, direkt rein in die Masken. Ah, das sieht sicher aus. Heute wird ausnahmsweise mal mit Schutz gezaubert, aber das ist bei der Location auch bitter nötig. In Jetzt dem aber Sinne, rein in die Höhle hier. Los geht's. Wie riesig diese Halle ist, mitten im Fels. Da liegt wirklich überall Zeugs herum, das dürften alles irgendwelche Teile vom Hafen sein, alles schon weggerostet. Überall die Gänge. Boah. Es soll hier auf jeden Fall einen Teil geben, wo noch richtig alte Relikte drin sind. Den müssen wir auf jeden Fall finden. Ja. Dieses Kraftwerk ist auch einzigartig, da es hier einen Motor geben soll, von dem es insgesamt nur 12 auf der Welt gibt. Und hier sollen ganze 6 Stück davon stehen. Und die wollen wir auf jeden Fall heute finden. Gleich mal hier entlang. Überall die kleinen Gänge. Da hat es mich jetzt echt geschreckt. Alles muss raus. Alter, da geht's ja überall jetzt lang. Schau dir das an, das ist eine riesen Halle. Also der Teil ist hier alt auf jeden Fall. Und die nächste Halle? Da ist ein Warnschild. Oh. Warning, Asbestos contains. Scheint so, als hätten die das Asbest hier einfach eingemauert. Hinter der Mauer versteckt sich wahrscheinlich ein riesiges Asbestlager. Oh, das wäre aber wild. Da hat das Safety-Team auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Ja. Das sieht aus wie Loren oder sowas. Das ist der letzte Gang, wo wir noch nicht waren. Und der sieht aber gut aus. Aha. Da ist ein Loch. Das sieht aber nach Maschinen aus. Ja, Alter, das sieht aus wie ein Transformator oder irgend sowas. Da ist Zeugs. Das sieht aus, als hätte es was mit einem Kraftwerk zu tun. Das ist es, Feder, wir sind richtig. Das ist jetzt der Kraftwerkteil, endlich. Und hier geht es jetzt überall nach hinten und das sind Maschinen.
Wir sind tatsächlich drinnen. Hat uns nur 8 Stunden gedauert, hier reinzukommen. Ja, ja. Es ist mittlerweile 2:35 Uhr. Die Energie war bis jetzt auf Sparflamme, aber jetzt kann hier die Energie wieder hochgefahren werden. Komm. Ja, jetzt geht's hier los. Die Transformatoren einschalten und das Ding hier wegexploren. Komm. Boah, hier sieht man jetzt wirklich schön, dass dieses Kraftwerk direkt in den Felsen eingebaut wurde. Hier oben die Felswand, da die eingezogene Betondecke. Also das Ding war wirklich komplett sicher vor Bombenangriffen und dergleichen. Deshalb konnte auch während dem Zweiten Weltkrieg hier einfach weitergearbeitet werden. Hier sind jetzt überall die Kammern, links und rechts. Transformer. Boah, alter Schwede. Gigantisch. In was für einem Stil das hier gehalten ist. The English Electric. Und da wieder ein vollkommen weggerosteter Transformator. Boah, sieht echt geil aus. Hier noch die Galvanik-Anschlüsse. Und die nächsten Schaltkästen. Und hier immer wieder diese CO2-Gasflaschen. Keine Ahnung, für was die genau sind. Da hängen tatsächlich noch alte Zeitschriften an der Wand. Das Kommunistenwappen, Hammer und Sichel, 1962. Boah, was hier alles rumliegt. Oh, das ist jetzt wild. Boah, das ist ja wirklich der Holy Grail der Schaltwände. Schön im englischen Stil. Sogar mit einer kleinen Krone da oben. Schaut uns das mal an. Das sieht ja wirklich geisteskrank aus. Diese kleine Verzierung, also damals hat man sich wirklich noch bemüht, dass solche Sachen auch anschaulich aussehen. Also das muss schon wild ausgesehen haben, wie das noch im Betrieb war und hier die ganzen Schalter geleuchtet haben. Also ich glaube, jetzt sieht man, warum dieser Lost Place wirklich einzigartig ist. Es soll hier tatsächlich jetzt noch Motoren geben, von denen es nur 12 Stück auf der ganzen Welt gibt und 6 davon stehen hier, sollen hier unten irgendwo liegen. Oh, Alter! Das ist es doch, oder? Das sieht aus wie eine Dampfturbine. Was ist das denn? Direct Current Generator. Und da hinten direkt der nächste. Boah. Jetzt sieht man, wie die Dinger ausschauen. Ist das geil. Majestätisch. Also wenn das wirklich der ist, dann gibt es von den ganzen nur 12 Stück auf der Welt und 6 davon stehen eben genau hier. Das ist schon wild. Komm, einmal berühren das Ding. Das ist er. Der Holy Grail der Motoren. Ich glaube, das Ding wurde hier mit Dampf betrieben, hat sich gedreht und dadurch dann diesen Motor angetrieben. Und hier tatsächlich noch so eine Art Öleinspritzung oder sowas. Sieht man den Ölstand noch? Ist das wild. Oh. Das ist nur Öl, oder? Also der Lost Place hier ist auf jeden Fall ziemlich umweltschädlich. Und ich glaube, für die Gesundheit ist es auch nicht sonderlich gut, wenn man hier ohne Masken herumspazieren würde. Das Scholli. Das sieht aus, als wären das die Öltanks. Hier steht nämlich auch der Ölteppich. Schön jetzt hier den Leap of Fate über das Ölbad drüber. Ach komm! Und wir sind drinnen, im Öltank. Also hier war das Zeugs dann drinnen. Und damit wurden dann wahrscheinlich diese Motoren betrieben. Und jetzt sind wir zwei hier drinnen. Mitten in einem Felsen, in einem Öltank. Ja. Oh. Yes. Da wurde was mit Plane abgekriegt. Oh.
Okay, also das sieht jetzt wie ein richtiger Stollen hier aus. Links. Boah, hier geht's richtig weit lang. Ja, da führt ein schmaler Gang entlang. In die Richtung auch. Da müssen Du weißt, was das heißt. Wir müssen wissen, was da hinten ist. Ab in den Maulwurf-Modus und dann schön hier durchschlagen. Und hier wird es jetzt feucht. Brett hält nichts mehr aus. Oh! Oi. Oh. Es ist wahrscheinlich schon 3 Uhr oder so, aber wir kriechen da tatsächlich noch im Untergrund herum und zwar über Wasser. Es nimmt kein Ende. Oh! Was ist das hier schon wieder? Ich sollte mein Bett liegen und pennen. War echt eilig. Schau dir das an. Da hören jetzt auch die Bretter auf. Und das Ding nimmt wirklich kein Ende. Und hier riecht es aber eilig. Es riecht arg eilig. Boah, das könnten Vollgase sein. Wir haben das Gasmessgerät nicht dabei auf jeden Fall. Das ist ein bisschen risky. Ja, das geht da endlos weiter. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat. Das kann echt sein, dass das so ein Versorgungsrohr oder so war, was da jetzt einfach wirklich kilometerweit nach vorne geht. Ich glaube, an der Stelle ist es klüger, jetzt umzudrehen, bevor wir hier wirklich endlos geradeaus gehen und da nichts mehr kommt. Zurück. Ja, komm zurück mit uns. Ah, komm, Abflug. Oh, wir haben es 3:49 Uhr. Wir sind hier schon 6 Stunden am Exploren. Ich glaube, es wird Zeit, hier einen Abflug zu machen. Bis auf diese 2 Gänge haben wir hier auch eigentlich schon alles gesehen. Und nichts wie an die Oberfläche. Ja, komm raus hier. So, wir suchen jetzt gerade irgendwo einen Weg raus, weil bis zum Anfang ist es schon ein ganz schön ordentliches Stück. Deshalb probieren wir jetzt irgendwo anders hier rauszukommen. Hier sind auf jeden Fall überall Gänge, die dann aber komplett zugemauert sind. Aber man spürt hier warme Luft. Also da hinten wird es wahrscheinlich in die Freiheit gehen. Aber nicht für uns. Oh, Okay. Alter. Man sieht hier die Außenwelt. Das sind Lichter. Boah, das gibt's doch nicht. Da wird's rausgehen. Und da ist wieder eine zugemauerte Wand. Da oben ist aber ein Lüftungsschacht. Der könnte aber echt ausführen, oder? Schau, der geht hier seitlich vorbei. Nein, auch zugemauert. Zugemauert? Ja. Boah, die verschließen hier ja wirklich alles. Das gibt's ja nicht. Aber wir müssen hier raus. Dann sind sie aber ordentlich. Die Klos. Oh. Und da oben ist jetzt aber ein enger Gang. Da hängt auf jeden Fall so ein rotes Tuch. Und hier ist diese Tür schon so umgeschmissen. Das ist eine perfekte Aufstiegshilfe. Ja komm, da probieren wir noch unser Glück. Schön mit der Leiter. Bro, das ist ein enger Spalt. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, aber vielleicht kann man sich da durchzwängen. Boah, wenn das funktioniert. Da ist ein Spalt. Da könnte es rausgehen. Oh. Oh. Schaut sich den Spalt an. Das könnte sich ausgehen. Das geht sich aus. Das ist es. Da geht's raus. Feder, da geht's raus. Das ist es. Ja. Alter Scholli. Ich bin draußen. Ich bin draußen aus diesem verdammten Kraftwerk. Oh mein Gott. Ich kann wieder stehen. Ich stehe hier mitten an der Felswand. Oh, und die Tauben. Überall die Tauben. Schaut sich das an. Und da ist er. Du hast das gleich. Das ist es, Jung. Komm. Komm, 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 komm. Yes. Boah, das war anstrengend.
Aber wir sind draußen und da sind die Tauben. Nicht sie weg. So Leute, wir haben es wieder heil rausgeschafft, sind am Ende des Videos angekommen. Das Asbest wurde erfolgreich von der Kleidung abgeschüttelt. Ja, das war ja wieder mal eine wilde Exploring Mission. Geisteskrank anstrengend, aber auch wirklich coole Räume da drinnen. Dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute.